Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin Felix und heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema. Die Rolle der Meditation in der psychischen Gesundheit. Natürlich ist Lisa auch wieder dabei. Hallo Lisa. Hallo Felix, hallo zusammen. Ich freue mich sehr auf dieses Thema. Meditation ist etwas, das vielen Menschen hilft, sich besser zu fühlen und mehr innere Ruhe zu finden. Ja, das stimmt. Meditation klingt so einfach, aber es scheint eine Menge bewirken zu können. Aber bevor wir tiefer einsteigen, was genau ist Meditation, Lisa? Kannst du das für uns erklären? Natürlich! Meditation ist eine Praxis, bei der man versucht, den Geist zu beruhigen und sich auf den Moment zu konzentrieren. Oft wird sie genutzt, um Stress abzubauen und die eigene Aufmerksamkeit zu verbessern. Das Wort Meditation kommt vom lateinischen Wort meditatio, was Nachdenken oder Überlegung bedeutet. Ah, interessant. Also geht es nicht darum, den Geist komplett leer zu machen, wie viele vielleicht denken? Genau. Viele Menschen glauben, sie müssten beim Meditieren an nichts denken, aber das ist ein Missverständnis. Es geht vielmehr darum, die Gedanken zu beobachten, ohne an ihnen festzuhalten. Man kann sich zum Beispiel auf den Atem konzentrieren oder auf bestimmte Geräusche. Ah, das klingt machbar. Man muss also nicht gleich zum Meditationsmeister werden, um davon zu profitieren. Gibt es denn verschiedene Arten von Meditation? Ja, es gibt viele verschiedene Formen. Zwei sehr bekannte Arten sind die Achtsamkeitsmeditation und die transzendentale Meditation. Bei der Achtsamkeitsmeditation konzentriert man sich auf den Moment, auf das, was man gerade fühlt oder denkt, ohne es zu bewerten. Und bei der transzendentalen Meditation wiederholt man still ein Mantra, also ein Wort oder einen Satz, um den Geist zu beruhigen. Das klingt nach zwei sehr unterschiedlichen Ansätzen. Achtsamkeit bedeutet also, dass man voll im Moment lebt. Das könnte unseren Hörern bestimmt gefallen, oder? Ja, das denke ich auch. Achtsamkeit bedeutet Mindfulness, also bewusst und präsent zu sein, ohne sich von Gedanken oder Emotionen überwältigen zu lassen. Ein gutes deutsches Wort dafür ist Bewusstheit. Cool. Und das führt mich zur nächsten Frage. Wie kann Meditation konkret zur psychischen Gesundheit beitragen? Das ist eine sehr gute Frage, Felix. Meditation kann helfen, Stress zu reduzieren, Ängste zu lindern und sogar Depressionen vorzubeugen. Wenn wir regelmäßig meditieren, trainieren wir unseren Geist, ruhiger und weniger reaktiv zu sein. Das heißt, wir können besser mit schwierigen Emotionen umgehen. Klingt ja fast wie ein Wundermittel für die Psyche. Hast du vielleicht ein Beispiel dafür, wie Meditation konkret bei der Stressbewältigung hilft? Natürlich. Wenn wir gestresst sind, reagiert unser Körper oft automatisch, indem er in den Kampf- oder Fluchtmodus geht. Das ist eine Reaktion, die uns in Gefahrensituationen hilft, schnell zu handeln. Aber heutzutage sind viele Stressfaktoren mental, zum Beispiel Druck bei der Arbeit oder private Probleme. Meditation hilft uns, einen Schritt zurückzutreten und unseren Körper und Geist zu beruhigen, bevor wir impulsiv reagieren. Also anstatt sofort zu reagieren, gibt uns die Meditation eine Pause, um durchzuatmen und klarer zu denken. Ist das richtig? Genau! Und genau diese Pause ist entscheidend. Wir schulen unseren Geist, bewusster zu reagieren, statt automatisch. Das klingt wirklich gut. Und was ist mit den langfristigen Effekten? Kann Meditation auch langfristig die mentale Gesundheit stärken? Absolut. Studien haben gezeigt, dass regelmäßige Meditation positive Veränderungen im Gehirn bewirken kann. Zum Beispiel wird der Bereich des Gehirns, der für die Regulierung von Emotionen zuständig ist, der präfrontale Kortex, gestärkt. Das bedeutet, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, besser darin sind, mit Stress und schwierigen Gefühlen umzugehen. Wow, das Gehirn verändert sich also tatsächlich durch Meditation. Das ist faszinierend. Ich denke, viele unserer Zuhörer möchten jetzt bestimmt wissen, wie man anfangen kann. Was empfiehlst du für Einsteiger? Für Einsteiger ist es am besten, mit kurzen Meditationen zu beginnen, zum Beispiel 5 bis 10 Minuten am Tag. Es gibt auch viele geführte Meditationen, die einem den Einstieg erleichtern. Man kann zum Beispiel eine App verwenden, die einen durch die Meditation leitet. Gute Idee.
Geführte Meditationen machen es sicherlich einfacher, sich nicht zu überfordern. Kannst du noch ein paar nützliche Vokabeln rund um das Thema Meditation erklären, Lisa? Gerne. Ein wichtiges Wort ist Atemtechnik. Das ist eine Methode, bei der man sich auf den Atem konzentriert, um den Geist zu beruhigen. Dann gibt es das Mantra. Das ist ein wiederholtes Wort oder ein Satz, der einem hilft, sich zu konzentrieren. Und Konzentration ist auch ein wichtiges Wort. Das bedeutet, die volle Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten, zum Beispiel auf den Atem oder auf ein Geräusch. Sehr gut erklärt, Lisa. Ich finde, diese einfachen Erklärungen helfen wirklich, das Thema besser zu verstehen. Hast du vielleicht noch einen Tipp für jemanden, der Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren? Ja, das ist ganz normal am Anfang. Es hilft, geduldig mit sich selbst zu sein. Man muss nicht perfekt sein. Jeder verliert mal den Fokus. Wenn man merkt, dass die Gedanken abschweifen, bringt man sie einfach freundlich wieder zurück, ohne sich darüber zu ärgern. Das klingt nach einem guten Plan. Freundlich zu sich selbst zu sein, ist bestimmt der Schlüssel. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von uns oft zu streng mit sich selbst sind, oder? Genau, Felix. In der Meditation lernt man auch, Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln. Das nennt man Selbstmitgefühl. Es bedeutet, sich selbst mit derselben Freundlichkeit zu behandeln, die man einem guten Freund entgegenbringen würde. Das ist ein schönes Konzept. Selbstmitgefühl. Es erinnert mich daran, dass wir oft vergessen, wie wichtig es ist, sich selbst Gutes zu tun. Denkst du, dass Meditation auch in der Therapie eingesetzt werden kann? Ja, viele Therapeuten nutzen heute Meditation als Teil der Therapie. Besonders bei der Behandlung von Angststörungen oder Depressionen kann Meditation sehr hilfreich sein. Es gibt auch eine spezielle Form der Therapie, die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion heißt. Diese Therapieform kombiniert Achtsamkeit mit klassischen Therapieansätzen. Das ist faszinierend. Es zeigt, wie weit Meditation inzwischen in der modernen Psychologie angekommen ist. Es klingt so, als könnte jeder von uns ein bisschen mehr Achtsamkeit und Meditation im Alltag gebrauchen, oder? Absolut. Es geht nicht nur darum, auf einer Matte zu sitzen und zu meditieren. Achtsamkeit kann man in jedem Moment üben, egal ob man gerade spazieren geht oder eine Tasse Tee trinkt. Es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein. Das klingt machbar. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Hast du noch eine letzte Weisheit, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Ja, ich möchte alle ermutigen, einfach mal anzufangen. Es muss nicht perfekt sein und man braucht keine spezielle Ausrüstung. Der wichtigste Schritt ist der erste, sich die Zeit zu nehmen, auf sich selbst zu hören. Tolle Worte, Lisa. Danke für deine wunderbaren Erklärungen und Tipps heute. Meditation scheint wirklich ein mächtiges Werkzeug für die psychische Gesundheit zu sein. Danke, Felix. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen. Und vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Probiert doch mal Meditation aus und schreibt uns, wie es euch ergangen ist. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.